willkommen auf unserem YouTube-Kanal. In dieser Episode erklären wir den Unterschied zwischen den Bewertungskriterien und den Punkteverteilern im POMSE-Bereich. Des Weiteren zeige ich euch den Unterschied zwischen leichten und schweren Fehlern. Und nun viel Spaß beim Bewerten. Im POMSE-Bereich gibt es zwei Bewertungskategorien, die die Gesamtnot bzw. das Gesamtergebnis einer POMSE widerspiegeln. Die erste Kategorie umfasst den gesamten Technikbereich mit insgesamt 4,0 Punkten und macht so 40% der Gesamtwertung aus. Der Technikbereich wird in 3 Bewertungskriterien untergliedert: Exaktheit der Basisbewegung, Exaktheit der individuellen Bewegungen der POMSE, Balance. Das bedeutet, dass die Genauigkeit und Exaktheit der einzelnen POMSE mit allen Details, den sogenannten Keypoints der einzelnen POMSE, in die Bewertung einfließen. Eine falsche Ausführung im Bereich der Schläge, Blöcke, Tritte und Standpositionen sowie der Verlust der Balance kann mit einem Abzug von 0,1 bzw. 0,3 Punkten erfolgen. Aber auch ein Abzug von 0,6 Punkten ist in diesem Bereich möglich. Beispiele für leichte Fehler mit einem Abzug von 0,1 Punkten. Beispiele für schwere Fehler mit einem Abzug von 0,3 Punkten. Wann gibt es 0,6 Strafpunkte? Der Abzug von 0,6 Punkten erfolgt in der Regel beim Präsentieren einer falschen POMSE oder bei einem Abbruch eines Formvortrags mit Neustart. Achtung! Bei zweimaligem Abbruch der POMSE erfolgt eine Disqualifikation für den Wettbewerb durch das Zeigen der roten Karte. Hinweis: Die Technikbewertung erfolgt in Echtzeit während des POMSE-Laufs. Die zweite Kategorie umfasst den Präsentationsbereich mit insgesamt 6,0 Punkten und macht so 60% der Gesamtwertung aus. Der Präsentationsbereich wird ebenfalls in 3 Bewertungskriterien untergliedert: Geschwindigkeit und Kraft, Rhythmus und Tempo, Ausdruck von Energie. Die Fehlerdefinition in der Präsentation umfasst Bewegungsausführung mit Geschwindigkeit und Kraft, den Rhythmus und das Tempo, sowie Ausdruck von Energie der präsentierten POMSE, eine falsche Ausführung und Definition der kognitiven Eigenschaften, der motorischen Bewegung, des Krafteinsatzes, der Atmung und der Einstellung, Spirit, Beispiele, die das Ergebnis in der Präsentationsbewertung beeinflussen. In diesen 3 Bewertungskategorien können zwischen 0,5 Punkten für sehr schlecht bis maximal 2,0 Punkten für eine perfekte Präsentation vergeben werden. Hinweis: Die Präsentationsbewertung erfolgt im Anschluss an den POMSE-Lauf. Anschließend wird durch das Addieren der Technikpunkte und der Präsentationspunkte das Gesamtergebnis für jeden der 5 Kampfrichter gebildet und auf einer Ergebnistafel den Sportler und Sportlerinnen präsentiert. Bei der Bekanntgabe der Gesamtwertung auf der Ergebnistafel fallen jeweils 2 der niedrigsten und 2 der höchsten Kampfrichterbewertungen heraus. Die übrigen Kampfrichterbewertungen bilden die Gesamtsumme der Bewertungspunkte. Aus dieser Gesamtsumme wird dann automatisch ein Durchschnitt gebildet, welcher das Endergebnis für den Sportler oder die Sportlerin darstellt. Wie würdest du den nachfolgenden Formvortrag von unserem Trainer Sebastian in puncto Technik und Präsentation bewerten? Findest du alle versteckten Fehler und wie ist der Ausdruck von Energie deiner Meinung nach? Versuch es mal. Hey!